Hallo! Hallo! Schönen guten Tag. Pitted Studio TV mit Jenny und Björn. Wir sind Spieleentwickler und wir erzählen viel über unsere Spiele und haben von euch ganz viele tolle Fragen bekommen und die wollen wir jetzt versuchen zu beantworten. Vielen Dank. Genau. Also, ich lege einfach mal los. Die erste Frage ist eigentlich gar keine richtige Frage. Was? Ich lese mal vor. Ich fand es trotzdem spannend, deswegen habe ich es mit draufgenommen. Ach Also, so. da hat mich jemand geschrieben, denkt bitte bei Ankündigungen zu Kralon auch an die Leute, die keinerlei Social Media haben. Das fand ich deswegen interessant, weil das natürlich die Frage aufwirft, wie erreicht man denn Menschen? Ja, also wenn wir auf Social Media, wir haben ja auf Social Media alles Mögliche versucht zu bedienen, was momentan so auf dem Markt gängig ist. Wir haben einen Facebook-Kanal, einen Instagram-Kanal, TikTok, X, Blue Sky, Mastodon, habe ich schon YouTube gesagt? Und dann haben wir noch eine eigene Website und dann haben wir natürlich die Plattformen, auf denen wir dann später auch vertreiben, ne? Steam, Epic, GOG habe ich immer noch nicht geschafft, habe ich aber immer noch auf der Liste stehen. Und diese ganzen Dinge, die sind alle im Internet vertreten. Das ist das, was wir so quasi aus eigener Kraft irgendwie bedienen können. Ist aber alles Rubrik Social Media. Ist aber alles Rubrik Social Media. So, wenn wir jetzt darüber hinaus gucken, was gibt es noch? Es gibt PR. Das heißt, wir können natürlich so etwas wie eine Pressemitteilung rausschicken oder versuchen, auf uns aufmerksam zu machen, dass irgendeine Art von Outlet über uns schreibt. Das passiert auch ab und zu, zum Beispiel zu so Stoßzeiten wie Gamescom oder wenn jetzt zum Beispiel ein Release ansteht, dann schreiben die Leute öfter mal. Genau, und dann hat man zum Beispiel Präsenz in verschiedenen Medien. Ja, wir haben das zum Beispiel auch geschafft, in den Lokalmedien ein bisschen was zu machen. Da waren wir zum Beispiel auch mal im WDR zu sehen oder halt in irgendwelchen dann noch meist einschlägigen Zeitschriften. Das heißt, wenn jemand Computerspiele-Zeitschriften liest, dann kann es sein, dass man auch über uns da mal was drin liest, aber jetzt irgendwie in so einer anderen Zeitschrift steht dann zum Beispiel auch nichts drin. Das heißt, was sagt ihr denn, wie kann man denn sonst noch Menschen erreichen? Eine Sache, die wir natürlich auch betreiben, ist Marketing. Ja, das heißt, man schmeißt irgendwo Geld drauf, damit es weiter geguckt wird. Oft sind es aber trotzdem Social-Media-Plattformen, wo das dann passiert, ne? Wo dann einfach so Werbeeinblendungen gezeigt werden, dass irgendwie Menschen das zu sehen bekommen, die einem jetzt zum Beispiel nicht folgen, dass man quasi über seine eigene Bubble hinaus mal zeigt, was es da so gibt. Oder dass man Werbung macht, zum Beispiel auf so einer Plattform wie Google. Das heißt, wenn jemand dann googelt, dann kann es sein, dass man da auch mal etwas angezeigt bekommt. Aber das ist dann schon ziemlich speziell. Deswegen geben wir diese Frage einfach an dieser Stelle mal zurück und fragen, wo seid ihr denn? Wo kann man euch denn erreichen? Was wäre denn etwas, ne? Früher haben wir zum Beispiel mal so Sachen gemacht wie ein Plakat an der Hauswand oder wir hatten so eine Straßenbahn, irgendwie Gelsenkirchener Straßenbahn, da war dann von Risen damals so ein Aufkleber drauf, ne? Aber wenn man sowas Allgemeines macht, dann kostet das erstens ein Heidengeld und die Leute, die diese Straßenbahn dann sehen, spielen die überhaupt Computerspiele? Interessieren sie sich dann für so ein Spiel, was wir hier gerade machen? Lohnt sich das Geld überhaupt für sowas? Wen erreicht man denn dann tatsächlich damit irgendwie? Wer steht denn da an der Bushaltestelle und guckt das? Also, das ist immer so eine Frage, was, ne, klar, wenn man jetzt irgendwie so ein Megakonzern ist, so wie Rockstar, dann macht man einfach alles. Dann macht man einfach überall Werbung und dann kommt die Kohle auch mit Sicherheit wieder rein, weil einfach jeder das kauft. Aber wenn man klein ist, dann muss man schon in die Nische gehen und sich genau überlegen, wofür man Geld ausgibt und wofür nicht, weil sich das sehr schnell dann nicht mehr lohnt. Und dann halt ist die Frage, wo denn? Okay, ja. Die nächste Frage fand ich auch sehr schön. Da fragt nämlich jemand, ich würde gerne wissen, wie ihr mit KI bei der Synchronisation und der Sprache, wie ihr dazu steht. Gar nicht. Wir stehen da gar nicht zu. Wir benutzen es nicht. Genau. Ja, also Schauspieler finden wir toll und wir finden auch die Arbeit toll, was die machen. Und wir haben mit Bumfilm
zusammen Sprachaufnahmen gemacht. Das heißt also, die Stimmen, die in unserem Spiel sind, machen wir entweder selbst oder haben die mit den Rumpfilm-Menschen zusammen aufgenommen. Und momentan ist das so, das ist das, was wir gerne möchten, ne? Dass wir vernünftige, echte Menschen da sprechen lassen wollen im Spiel. Klar wissen wir, dass die Zeit nicht stehen bleibt und die Technik weiter voranschreitet und dass sich auch, sage ich mal, Dinge ändern. Ne? Dass sich wahrscheinlich irgendwann in ganz später Zeit irgendwann das normal ist, dass jemand halt AI verwendet für alles. Aber da sind wir noch nicht, denken wir. Genau, also jetzt momentan befindet sich alles auch so ein bisschen im Wandel. Ja. Das betrifft natürlich Schauspielerinnen und Schauspieler gleichermaßen wie andere Bereiche, in denen KI Sachen übernimmt, die vorher Menschen gemacht haben. Ja. Das ist ein gleichermaßen gruseliger wie spannender Vorgang, Ja. den wir einfach erstmal beobachten. Ja. Wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden, zum jetzigen Zeitpunkt für gar nichts, was wir im Spiel machen, KI zu benutzen. Und das einfach erstmal weiter zu beobachten, wo die Reise hingeht, bevor wir uns für irgendetwas entscheiden oder für irgendetwas da stark machen, weil wir immer gute Erfahrungen gemacht haben, mit echten Menschen zusammenzuarbeiten. Es ist halt die Frage, ob es ein Qualitätsmerkmal ist, am Ende des Tages sagen zu können, unser Spiel in 10 Jahren oder irgendwie so ist ohne KI gemacht worden. Ist das wirklich was wert irgendwann? Haben die meisten Menschen, also das Gros der Menschen tatsächlich immer noch diese Haltung dazu, AI benutzen ist nicht cool oder so, ich werde jetzt zugemüllt mit irgendwelchen AI-Sachen und so und finde das eigentlich gar nicht so toll? Oder ändert sich das? Menschen ändern sich auch. Ne? Also wenn das irgendwann gang und gäbe ist und irgendwie jeder AI verwendet, dann weiß ich nicht, dann brechen irgendwann alle Dämme und dann ist das vielleicht einfach so. Ich weiß es nicht. Ne? Es gibt viele, die sagen irgendwie, man muss mit der Zeit gehen, sonst wird man mit der Zeit gehen. Ja. Oder, ja, ist ja auch valide, ne, das Argument. Aber auf der anderen Seite hängen da auch unheimlich viele Menschen dran, die halt ihren Job verlieren dadurch oder halt weniger Arbeit haben dadurch. Und das ist natürlich ein Problem. Das sehen wir auch alles, ne? Und das wissen wir nicht. Keine Ahnung. Wir machen es momentan gar nicht, ne? Und vielleicht bleibt das sogar so, dass wir gar nicht mit KI arbeiten. Ja? Gucken, was die Konkurrenz macht, gucken, wie wir dazu stehen. Also wenn wir es nicht müssen, werden wir es nicht tun. Das werden wir dann abwarten. Genau. Der Markt ändert sich ja auch. Ne? Ja. Also vieles ist halt auch eine Kostenfrage. Ja. Darum entscheiden sich halt so viele Konzerne auch dafür zu sagen, wir machen das mit KI, weil es halt viel, viel billiger ist, als jemanden dafür anzustellen. Und mittlerweile ist die Technik so weit, da kann man irgendwie, ich kann jetzt ein Foto von meiner Tasse machen, der KI sagen, mach daraus mal ein 3D-Objekt und dann kann ich das nehmen und ins Spiel einbauen. Ja. Das geht technisch relativ schnell. Ja. Und das ist auch für jeden von euch machbar. Ne? Also das ist nicht das Problem. Ne? Es ist dann eher die Frage, will man das? Ne? Wofür entscheidet man sich am Ende? Und da sind wir dann eher auf der Haltung irgendwie, erstmal schätzen wir unsere Schauspieler, Kolleginnen und Kollegen, mit denen es wirklich Spaß macht, auch zusammenzuarbeiten. Und da muss man halt gucken, bleibt einem das erhalten, ja? Ja, vielleicht haben die dann irgendwann auch, sehen die den Sinn da nicht mehr und machen es vielleicht gar nicht mehr oder vielleicht doch. Oder so muss man halt suchen, dass noch jemand überhaupt das macht. Das wissen wir nicht. Das werden wir sehen. Ne? Ja. Da wird gerade ganz ordentlich am Stuhl gerüttelt. Auf denen Leute sitzen. Ja. Letztens hatten wir mal die Frage, wir haben ja immer so eine Mittwochsfrage, die wir stellen auf Social Media. Und das ist immer ganz spannend, weil da haben wir tatsächlich gefragt, wie ihr dazu steht zu KI in Spielen. Und da ist die Resonanz tatsächlich echt negativ ausgefallen. Und sehr viele Leute haben gesagt, das finden wir überhaupt nicht gut und fühlen sich da gar nicht wohl mit. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Also wie ist das denn bei euch? Also ihr seid jetzt das YouTube-Publikum. Findet ihr das ein guter Trend? Ist das ein schlechter Trend? Wie steht ihr dazu? Habt ihr da überhaupt eine Meinung zu? Schreibt es uns gerne mal unten in die Kommentare. Ja, die nächste Frage geht gleich in diese Richtung. Werdet ihr den Voicecast von Kralon zu gegebener Zeit mal vorstellen? Und ja, wir haben es jetzt während der Sprachaufnahmen selber nicht geschafft, da jetzt extra Content zu generieren. Wir laufen zeittechnisch gut am Limit,
Aber selbstverständlich werden wir den Cast veröffentlichen, also dass ihr das nachlesen könnt. Wir werden natürlich auch entsprechende Credits aufbereiten und so. Und dann werdet ihr natürlich sehen können, wer da gesprochen hat. Und wir glauben, wir haben dann eine tolle Auswahl an tollen Leuten, die man sicher halt auch noch woanders her kennt. Der ein oder andere denkt dann, ach, guck mal, kenne ich doch. Und das ist ganz cool, da sind wir ganz happy mit. Genau, dann die nächste Frage wäre, fand ich auch schön, habt ihr Tipps, wie man möglichst natürlich mit der Kamera spricht? Bei euch wirkt es sehr authentisch, vielen Dank dafür, obwohl ihr keine Person anschaut. Wir schauen uns selber an. Also da ist ein Bildschirm. Ne? Wenn ich jetzt mich selber angucke, gucke ich hier hin. Wenn ich dich angucke, gucke ich da hin. Und wenn ich Kamera gucke, gucke ich da hin. Also das ist schon so. Das heißt also so ein bisschen sich selbst sehen und wie man wirkt und so tun wir schon. Also wir haben so einen Bildschirm da stehen. Weil sonst hat man irgendwie, oh guck mal, ich habe da irgendwas, muss ich mal eben wegmachen. So, dann kann man das rausschneiden. Das ist ja YouTube, das ist ja nichts live. Ja, das ist ein guter Vorteil. Ne? Oder irgendwie, ich muss mal husten, dann ist das... Diese Dinge, die sind irgendwie, man fühlt sich immer sicher eigentlich, ja, weil man die volle Kontrolle hat, so. Also wenn man sich selber sehen kann, ist das auf jeden Fall eine Sache, die, dann ist das nicht so abstrakt, ne? Dann siehst du das Ergebnis schon direkt, so. Und dann hast du, gibt uns ein Gefühl der Sicherheit, so ein bisschen, ne? Finde ich, oder? Ja, du könntest ja mal ausprobieren, auch entweder den Monitor, der das wiedergibt, an der Kamera zu platzieren, so wie wir das jetzt gemacht haben, oder alternativ vielleicht einen kleinen Spiegel dahinzustellen. Ja. Das ist auch am Anfang komisch, aber am Ende tatsächlich hilfreich. Dann redest du quasi mit dir selbst. Ja. Und außerdem siehst du dann auch schon, wie es aussieht und wirkt und kannst dann auch gleich vielleicht irgendwie, ach, ich habe ja hier noch was soll das denn so, ne? Ja. Also du kannst darauf reagieren. Und das oder die Kamera richtig stellen, oh guck mal, wir sind da halt im Bild dran. Ja, also ist so. Das ist sehr praktisch. Ja. Ja, cool. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und hoffentlich nächste Woche wieder hier, wenn es heißt PTED Studio TV. Genau. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Mache ich mir eigentlich überhaupt keine Gedanken mehr zu. Ne? Wir haben auch schon über 210 Folgen jetzt mittlerweile auf dem YouTube-Kanal hier. Ehrlich? Wahnsinn, oder? Vorher haben wir dann, wann haben wir angefangen? 2017 oder 19 oder irgendwie so? Früher. Bei Piranha Bytes macht man das ja auch schon ewig. Boah, ne? 2017, 18 müsste das eigentlich gewesen sein. Ja. Um die Jahreswende rum.